Wir leben in einer Welt der Superlative. Die Herausforderungen unserer Erde? Nie waren sie größer als heute. Fiction, Science, Abenteuer, Zukunft. Wir sprechen mit Menschen, die den Unterschied machen. Our planet is on the brink. Ecosystems are collapsing. Our climate is imploding. Können wir Szenarien beeinflussen? Visionäre, Abenteurer und Experten. Planet Evergreen. Menschen, die den Unterschied machen. Welcome to Planet Evergreen. Blue Planet. Think green. This is our message to the world. Enjoy our show and guests of Planet Evergreen. And now, please welcome our Master of Ceremony, Nick Herb. Hallo, mein Team und ich begrüße Sie zu Hause. Nicht nur auf den Fernsehgeräten, sondern auch natürlich im Social Web. Bei Facebook, Instagram, Twitch, Threads, YouTube, Apple TV, TV24, bei Mutz TV. Mit dabei auch Harrys HTV5, TikTok. Und ob ihr es glaubt oder nicht, wir sind sogar auf TikTok. Hallo Welt, hallo Deutschland, Österreich, hallo Schweiz und vor allem hallo K9 in Konstanz. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, der genau diesen wunderschönen blauen Planeten live erlebt hat, wie wahrscheinlich kein anderer. Wir haben ja immer wieder auch Erfinder, Visionäre und Menschen, die was bewegen bei uns, denn es ist ja tatsächlich Zeit, dass sich was dreht. ganz meine Meinung. Schön, dass du da bist. Tatsächlich Zeit, dass sich was dreht. Das sagte sich auch garantiert Karl-Ulrich Scheible von Energievisionen. 250 Veranstaltungen und jetzt geht's erstmal richtig zur Sache. Du warst ja vorher noch gar nicht im Social Web vertreten. Ja, so ist es. Und ich dachte, auf meine alten Tage wird es jetzt endlich mal Zeit. Und es ist immer wichtig, egal in welchem Alter, dass man in die Zukunft denkt. Und wie gesagt, wenn ich unsere Jugendlichen betrachte, und ich arbeite ja viel mit Jugendlichen zusammen, da ist mir in keinster Weise Angst und Bange, sondern das sind tolle junge Menschen. Toll. Da wird experimentiert, wahrscheinlich auch mit so einem ähnlichen weißen Kittel, wie du ihn trägst. So diese Löcher im Kittel. Tja, da ging halt mal ein Experiment daneben. Das kann vorkommen. Ja, aber hoffentlich nicht bei unseren Nominierten für den Energievision Award. Ganz sicher nicht. Mal sehen. Hallo, mein Name ist Lea Lörcher. Ich bin vom Eduard-Mörike-Gymnasium in Neuenstadt. Habe es mit meinem Projekt Vergleich von Brennstoffzellen bis in den Landeswettbewerb Jugend forscht Baden-Württemberg geschafft. In meinem Projekt geht es darum, Brennstoffzellen anhand ihrer elektrischen Eigenschaften, also Leistung oder Stromstärke, zu vergleichen und durch Veränderung von bestimmten Parametern wie der Temperatur zu verbessern. Ja, Wahnsinn, es geht um Brennstoffzellen, ne? Also dieses junge Mädel ist wahnsinnig. Die hat es geschafft, den Einsatz von Methanol um 17% zu reduzieren. Also wirklich toll, dass wir auch solche Entdeckungen haben bei den Nominierungen und ebenso jetzt der nächste. Genau. Das ist der Finn und ich bin der Tillmann. Wir sind vom Projekt Plant Growth Optimizer und wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Wasserverwendung im Pflanzenwachstum effizient zu gestalten. Dafür haben wir eine eigene Messeinheit entwickelt, eine Platine mit verschiedenen Sensoren, auf der wir mit Hilfe von KI die Daten verarbeiten und somit das Wasser effizienter nutzen. Das wassereffiziente Nutzen, auch ein tolles Thema für die Umwelt, aber auch besonders ein Thema für unseren nächsten Gast. Ein Mann, der mit dem Fahrrad die Panamerikaner gefahren ist, der quasi kein Zuhause hatte, ein Zelt und sich nur von dem ernährte, was er so bei sich tragen konnte. Wir freuen uns auf unseren nächsten Studiogast, auf Darius Braun. Bitteschön. Herzlich willkommen sozusagen von der Panamerikaner hier zu Planet Evergreen. Hi Nick, hi zusammen und vielen Dank für die Einladung. Also wirklich super schön, dass du gekommen bist. Heute mal ausnahmsweise ohne Fahrrad, hast du mir erzählt. Ja, ich habe meine Eltern mitgebracht und die haben auf dem Gepäckträger keinen Platz gehabt. Panamerikaner, ein großartiger Name. Ja. Wie bist du eigentlich auf so eine Idee gekommen? Das ist schon seit Ewigkeiten, also seit
meiner Kindheit ein Traum von mir gewesen. Ich bin schon seit Ewigkeiten Geografie-Fan, habe auch Geografie studiert, bin Erdkundelehrer und von klein auf habe ich Dokumentationen gesehen von der Panamericana, da noch mit dem Geländewagen, und ich habe immer gedacht, das muss ich irgendwann mal befahren, und in den letzten Jahren kam es dann mehr und mehr Fahrrad. Das ist die Möglichkeit für mich, das am nachhaltigsten zu machen, die Möglichkeit nachhaltig auch in der Hinsicht, dass ich am meisten sehe, weil wenn man im Auto fährt, ist man viel zu schnell und sieht nicht so viel. Mit dem Fahrrad sehe ich viel, viel mehr, habe eine langsame Geschwindigkeit, aber bin doch schneller, als wenn ich zu Fuß wäre. Ja. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, mit dem Fahrrad das zu machen. Die Prinzen sangen ja übrigens ein tolles Lied, Mein Fahrrad. Also im Text heißt es dann, oh, wie lieb ich mein Fahrrad, warum weiß ich nicht genau. Meinem Fahrrad werde ich treu sein, im Gegensatz zu meiner Frau. Gemeiner Spruch. Niemals werde ich es verlassen, niemals werde ich von ihm gehen, denn wir fliegen wie auf Wolken, weil wir uns so gut verstehen. Sind das irgendwelche Emotionen, die du teilen kannst? Nach 1,5 Jahren lernt man sein Fahrrad auf jeden Fall zu lieben, und das ist mir schon ans Herz gewachsen. Also meine Freunde natürlich noch deutlich mehr, ja, das ist klar. Aber das Fahrrad ist mir wichtig geworden zum Schluss, oder generell, ja. Deine unglaubliche Willenskraft hängt ja mit leider sehr, sehr tragischen Ereignissen zusammen. Mit 15 Jahren wurde bei mir ein kartoffelgroßer oder Tennisballgroßer Gehirntumor entdeckt. Ich war vorher Leistungssportler im Rudern hier am Bodensee in Überlingen und auch im Baden-Württemberg-Team in Freiburg oder Breisach. Und dann wurde mit 15 Jahren der Gehirntumor entdeckt und wurde gleich darauf operiert, weil er so groß war. Die Ärzte haben gesagt, ich werde nicht mal mehr eine Woche überleben. Danach, glücklicherweise, konnte alles rausoperiert werden, aber ich war linksseitig gelähmt, konnte nicht mehr sprechen, nicht mehr laufen und musste alles wieder neu lernen. Ich krieg eine Gänsehaut. Vor allem auch die Tatsache, du hast ja nun diese Krankheit gehabt, das ist schon schlimm, aber ich weiß, für die Eltern, und sie sind ja heute hier bei uns, ist es ja nochmal deutlich schlimmer, umso schöner, dass ihr heute bei uns seid und Darius feiern könnt. Wahnsinn. So, und jetzt wollen wir uns das mal genau anschauen. Ne? Wir werden jetzt mal so ein bisschen deine Reise skizzieren und begann in Calgary. In Calgary bin ich losgefahren über die Rocky Mountains nach Vancouver, und dann ging es eigentlich nur noch nach Süden, die Westküste der USA entlang, Richtung Tijuana in Mexiko, dann die kalifornische Halbinsel, mit dem Schiff ans Festland, durch Mexico City, durch die ganzen Länder Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama. Wahnsinn! Mit dem Schiff nach Kolumbien, Ecuador, Peru, am Amazonas sieht man, Bolivien, Chile, Argentinien und zum Schluss nochmal nach Chile und dann nach Ushuaia, der südlichsten Stadt der Welt in Argentinien. Also das ist eine Wahnsinnsstrecke. Hier ist er vielleicht da und dort noch unbekannt, aber drüben bist du ein Star und das sehen wir jetzt. Mexikanisches Fernsehen. Wir beginnen mit einer fantastischen Geschichte. Einer Geschichte, die auch sehr tröstlich ist. Aber sagen Sie mir, wie oft haben Sie es geschafft? Ein Ziel erreichen. Obwohl alle um ihn herum sagen, nein, das geht nicht. No se puede. Vamos a ver. I'm Darius and Darius Brown. Ich bin Darius Brown und ich möchte Menschen zeigen, dass wenn man nicht aufgibt, man seine Träume erfüllen kann. El sueño de Darius Traum begann sich am 18. Juli 2022 zu erfüllen. Er reiste nach Calgary in Kanada und begann von dort aus eine Solo-Fahrradtour in den Süden des Kontinents. And I'm a teacher actually. Ich war eigentlich Lehrer, aber ich habe mir eine Auszeit genommen, um mir meinen Lebenstraum zu erfüllen. Die Panamericana mit dem Fahrrad von Kanada bis Argentinien. And cycle with my bicycle from Canada all the way down to Argentina, 20,000 kilometers. 20.000 Kilómetros hasta llegar a Ushuaia. Eine Reise von einem Ende zum anderen bis zu dem, was manche als das Ende der Welt kennen. Aber vor 17 Jahren war sein Leben ganz anders. Bei ihm wurde ein Tumor im Gehirn diagnostiziert und er wurde sofort operiert. Ich konnte nichts tun, es war unmöglich.
unmöglich. Ich konnte nicht gehen, ich konnte nicht sprechen, alles war unmöglich. Und der Arzt sagte, dass ich nie ein normales Leben haben würde. Er war 4 Monate in einer Rehabilitationsklinik. Seine linke Körperseite war gelähmt. Die Genesung dauerte fast 10 Jahre, aber er konnte seine Mobilität fast vollständig wiedererlangen. Vor 5 Jahren habe ich gelernt, mit meinem linken Fuß zu springen. Auch hier ist das Springen mit dem rechten Fuß in Ordnung. Auf dem linken Fuß. Boah, ist ganz schön schwierig. Er ist derzeit in Mexiko, nachdem er die Rocky Mountains mit dem Fahrrad nach Vancouver überquert hat. Von der ganzen Westküste der Vereinigten Staaten nach Tijuana zu radeln, von der Halbinsel Baja California nach Los Angeles hinunterzufahren, überquerte nach Guadalajara und schließlich nach Mexiko-Stadt. Highlights gab es einige, zum Beispiel den Redwood National Park mit den Riesenbäumen. So ziemlich das Genialste, was ich bis dahin gesehen habe. Aber er ist noch nicht einmal auf halbem Weg. Er muss noch weiter nach Süden in Mexiko, bis nach Mittelamerika und von dort ganz Südamerika bereisen. 100 Kilometer pro Tag im Durchschnitt, mit Pausen von 1 bis 4 Tagen. Todo lo que necesita está en su bicicleta. Alles, was ich brauche, habe ich dabei. In den vorderen Taschen die Computer- und Kameraausrüstung, die Küche, Kleider, Zelt und Schlafsack sind hier. Willkommen in meinem Casa. Es ist eine fantastische Geschichte, die noch geschrieben wird, aber Darius an die Spitze der Welt setzt. Stimmt doch. Una Storia Fantastico. Dankeschön. Darius Braun. Die feiern dich wirklich da drüben, ne? Das war Wahnsinn. Also da kommen auch richtig tolle Emotionen rüber. Was war das für ein Sender? Das war TV Azteca, der größte Sender Mexikos. Also schon eine ganz große Nummer. Hier, ne, Darius. Du hast ja tatsächlich diese Tour auch für einen guten Zweck gemacht, um Menschen zu helfen. Finde ich eine wirklich super Sache. Genau, also ein Ziel von mir, weil ich selber Hirntumorpatient war, ist es, andere Hirntumorpatienten zu unterstützen. Deswegen habe ich die Deutsche Hirntumorhilfe mit Spenden unterstützt und vor allem halt viel durchs Radio, dann immer Werbeanzeigen oder halt Werbung für die Deutsche Hirntumorhilfe gemacht, dass Leute spenden sollen übers Fernsehen und auch über die Zeitungen immer Aufmerksamkeit gemacht. Und vor allem auf der Strecke, was mir wichtig war, waren Schulen, Kliniken und auch Menschen einfach so zu besuchen, die Einschränkungen haben. Ich habe Hirntumorpatienten besucht, mit denen gesprochen, von denen gelernt selber, sehr viel für mich mitgenommen, aber auch Menschen einfach Mut gemacht und gezeigt, dass viel mehr möglich ist, und das war richtig schön. Also für diese Menschen bist du ein tolles Beispiel. Ich bin da ganz ehrlich, also wenn man diese Geschichte hört und dann aber auch den Spendenbetrag sieht, also ich finde, da hätte deutlich mehr rüberkommen können. Also insofern, wenn Sie Lust haben, unterstützen Sie Darius Braun mit dieser wunderbaren Geschichte und vor allem dann auch die betroffenen Patienten, die genau diesen Mut, glaube ich, widerspiegeln müssen, den du ja zum Glück realisiert hast. Und da sehen wir dich auch gerade mal in diesen Situationen. Wo wurde denn diese Szene aufgenommen? Das ist in Argentinien, ziemlich im Norden von Argentinien. Man sieht es, ziemlich wüstenähnlich, sehr heiß, und vor allem ich hatte Gegenwind, jetzt da Rückenwind. Eigentlich ging meine Strecke in die andere Richtung, aber ich musste die Kamera immer wieder aufstellen. Also ich habe die ganze Zeit gefilmt auf der Tour, 6 Terabyte Videomaterial, 200 Stunden. Und genau, weil ich möchte auch eine Dokumentation daraus machen. Super. Und ja, also du hast einen großartigen Weg noch vor dir. Also Panamerikaner war das eine, aber das, was jetzt ja vielleicht noch kommen könnte, noch weitaus mehr. 20.000 Kilometer mit dem Fahrrad. Gab es auch gefährliche Situationen? Ja, die gab es auf jeden Fall. Da eine beispielsweise Begegnungen mit Bären in Kanada im Zelt. Das Ding ist, man muss wissen, dass Bären an sich gar nicht so aggressiv sind, nur wenn die Menschen falsch handeln. Und also mein Teddybär hat mich noch nie gebissen. Ja, man muss vor allem laut sein. Bären mögen keine Geräusche, und sobald man laut ist und sich bemerkbar macht, gehen die meistens aus dem Weg. Was eher gefährlicher waren die Autofahrer. Das war das Gefährlichste, gerade zum Beispiel in Peru, war extrem gefährlich für mich. Ganz Lateinamerika, aber besonders Peru, das war ja teilweise nur noch stressig, weil die Autos bewusst einen fast umbringen wollen, also umfahren, das war enorm gefährlich. Oder auch in Mexiko hatte ich ein paar Begegnungen, die im Nachhinein gar nicht so immer glimpflich ausgingen, aber
im ersten Moment schon sehr kribbelig waren oder kriselig. Ja, ich bin sicher, die Einheimischen würden sich nicht so auf die Straße wagen wie du. Stimmt das? Ja, also viele haben schon gemeint, das sei total verrückt und beispielsweise jetzt auch in größere Städte bin ich nicht immer mit dem Fahrrad reingefahren. Da habe ich dann auch mal den Bus genommen, weil es einfach wirklich lebensmüde wäre, da mit dem Fahrrad durch den Verkehr zu fahren. Aber diese Erlebnisse nimmst du natürlich mit. Fühlst du dich jetzt mehr geerdet als vorher? Ja, also ich fühle mich definitiv geerdet und ich weiß viel mehr zu schätzen, gerade Kleinigkeiten. Ich hatte ja nicht viel, man hat es ja gesehen, was ich auf dem Fahrrad hatte, war alles, was ich hatte die ganze Zeit. Und ich weiß viel mehr Kleinigkeiten zu schätzen, bin viel dankbarer für den Moment, viel dankbarer am Leben zu sein und ja, einfach Kleinigkeiten wertzuschätzen und auch mal durch Momente zu gehen, die hart so sind und dann kann man, oder Momente, die hart sind und dann schätzt man das im Nachhinein viel mehr wert und ist dankbar dafür. Damit bist du auf jeden Fall ein Mensch, der den Unterschied macht, auch vor allem dann auch für sich gemacht hat. Darius hat ein eigenes Label und trotzdem, und wie freizügig er sein kann, sehen wir hier. Ja, das ist eine Tradition auf dem Salar de Uyuni, der größte Salzsee der Welt, dass die Fahrradfahrer mal blank ziehen und da auch Nacktbilder von sich machen. Und ja, war keiner da. Also er ist so groß, obwohl er ziemlich touristisch ist, auf diesen 120 Kilometer mal 120 Kilometer, da sieht man kaum Menschen und da konnte ich das so. Ich habe extra gesagt, bitte nicht weiter reinzoomen. Ja, schöne Geschichte, aber du bist eben dann tatsächlich mit der Natur verbunden. Wie hast du die denn wahrgenommen in Südamerika? Gibt es da auch Veränderungen? Wir hören ja immer wieder von Waldrodungen, Klimaveränderungen auch dort. Also ich habe es tagtäglich gesehen, wie sich das Klima ändert oder auch wie der Mensch Einfluss aufs Klima hat. Nach den USA merkt man spürbar, wie der Müll mehr wird und nach Mexiko wird es drastisch mehr. Da war erstmal Honduras sehr erschreckend. In Honduras bin ich 120 Kilometer gefahren und 120 Kilometer war rechts und links von der Straße nur Müll. Das war richtig schrecklich. Es gab keine Sekunde, wo kein Müll da war. Und dann Peru, ein Land, schrecklich teilweise. Also. Du hast wirklich viel erlebt, auch viel gezeigt. Das letzte Bild, das ist der Perito Moreno. Da wirst du uns sicher, das ist natürlich fantastisch. Wo ist das genau? Genau, das ist fast am Ende meiner Tour in Südpatagonien, einer der größten Gletscher dort. Und das Besondere an dem Gletscher ist einer der ganz wenigen Gletscher, die noch wachsen oder halt stetig konstant bleiben. Umso erstaunlicher folgende Szene, da bedanken wir uns bei einem ganz süßen Paar, La Vida Misma. Die machen im Grunde das, was du auch machst. Und dann ist ihnen zufällig an einem Tag was ganz Besonderes am Perito Moreno widerfahren. So sieht dann noch im Zweifelsfall eine Klimaerwärmung aus. Das wäre natürlich für Argentinien ein schwerer Verlust, der Gletscher. Übrigens das meistbesuchte Weltkulturerbe der UNESCO. Das Schöne ist, dass der so gut zugänglich ist und dass man ihn so direkt wahrnehmen kann. Unglaubliche Aufnahmen. Die uns jetzt zurückführen. Was ist denn dein nächstes Ziel? Gibt es da überhaupt was? Reisetechnisch erstmal noch nicht. Mein Ziel ist, also es fängt jetzt erst richtig an bei mir. Es ist ein Neustart im Leben. Ich möchte als Speaker rausgehen und Menschen von der Geschichte erzählen, von meiner Tour erzählen und ja, Menschen berühren, begeistern und deswegen jetzt fängt es erst richtig an. Und du hast uns begeistert. Vielen Dank, Darius, dass du bei Planet Evergreen warst. Darius Braun! Dankeschön. Wow! Was für eine Geschichte! Einer, der übrigens auch nur mit dem Fahrrad unterwegs ist. Ja, ein Auto kennt er auch nicht. Er weiß auch nicht, welche Parkgebühren es überhaupt gibt. Das ist der liebe Karl-Ulrich Scheibner. Ja, ich hatte 2 Jahre mal ein Auto von 1979 bis 81. Seit der Zeit fahre ich ausschließlich Fahrrad. Ich gehe auch keinen Meter zu Fuß. Ich fahre nur Fahrrad. Es ist eigentlich eine tolle Erfindung. Man braucht bloß draufsetzen und ein bisschen treten, schon fährt's. Ja, lieber Darius, ich bin auch wirklich geflasht, berührt, was du gemacht hast. Sensationell. Vielen Dank. Ich habe ein kurzes Video mal bei dir angeguckt oder wo du auch ein Interview gegeben hast. Aber was du jetzt so live erzählst, ist fantastisch. Und vor allen Dingen, was eben mir auch wichtig ist, was ich auch durch diesen Energievision Award mitteilen will,
Mut, sich trauen, Neues zu entdecken, nicht aufgeben, dann kriegen wir es gewuppt. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, unsere Jugend. Und du bist da mehr als ein tolles Vorbild. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Und auch ein Geschenk. Und falls die Tasche leer ist, nicht aufgeben, wieder auf neue reinfüllen. Finde ich ein tolles Schlusswort. Dankeschön, Planet Evergreen. Demnächst mehr. Vielen Dank.